Alter, schiebt das Ding vorwärts. Fast doppelt so viel Abtrieb gegenüber einem Serien GT2S. Das ist schon ein absolutes Monster hier zum Fahren. Alter, also du merkst auch hier hinten jetzt wirklich, wie der Heckflügel arbeitet. RS6 991 Turbo S, BMW 1er MQP, hier unser e-tron GT. Aber heute, Leute, heute wird es richtig heftig und ich glaube auch schon fast Endstufe, das, was wir heute fahren werden. Denn hier Leute, haben wir einen 991 GT2 RS. Ein absolut brutales Teil. Aber jetzt, Leute, das ist unser Auto, was wir heute fahren werden. 991 GT2 RS mit dem kompletten Manthey-Kit. Hier haben wir das komplette Manthey-Kit verbaut, vor allem in einer heftigen Farbe. So artmäßig Gold, Bronze, Olivgrün, wie auch immer. Und ich würde direkt sagen, wir fahren jetzt das Ding raus, stellen das Ding in die Sonne, denn da bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier dasteht. Und vor allem dann erkläre ich euch das Ganze im Detail. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich komme hier nicht klar, wie geil das Ding hier dasteht. Jetzt in der Sonne mit dieser Folierung hier in Verbindung mit dem Manthey-Kit. Das steht schon echt böse da. Vor allem, wenn du schaust, wie viel mehr Carbon wir jetzt verbaut haben gegenüber Serie. Klar, wir haben das komplette Weissach-Package. Bedeutet, hier die Haube ist aus Carbon, hier das ist aus Carbon. Aber jetzt neu haben wir das hier Ganze aus Carbon. Hier den Frontspoiler, der ist aus Carbon. Und vor allem jetzt hier Manthey-Kit-mäßig. Wir haben hier diese Flaps verbaut. Und du denkst dir, das sind nur so kleine Flaps. Aber ich sage euch eins, Leute, das bringt wirklich viel. Vor allem was hinten an beim Heck kommt. Auch neu haben wir, muss man auch dazu sagen, wir machen mal kurz vorne auf, denn wir haben ja hier eine Wasserkühlung verbaut und da haben wir hier einen Wassertank, aber von Manthey zusätzlich nochmal hier ein größerer Tank. Ich glaube, das müssten, das waren 7 oder 8 Liter. Serie, glaube ich, sind es 5 Liter, weil du einfach das Problem hast, dass wenn du Nordschleife fährst und es ist ziemlich heiß, dann reicht oftmals dieser eine 5 Liter Tank nicht aus und dann sind wir reduziert von der Leistung her. Bedeutet, wir fahren nur noch mit 660 PS rum. Er hat ja serienmäßig 700 PS. Auch hier wurde von Manthey nichts verändert an der Leistung. Wir sind bei 700 PS geblieben. Wir haben hier die Magnesiumfelgen in Verbindung mit der Keramikbremsanlage und was natürlich auch viel ausmacht, wieso das Ding so schnell gewesen ist, sind natürlich auch die Reifen. Denn wir haben Michelin Pilot Sport Cup 2R Reifen, das heftigste, was es mit Straßenzulassung für die Rennstrecke gibt. Und ja, Spiegel aus Carbon, hier oben haben wir das Ganze aus Carbon, hier auch an der Seite, hier da Lufteinlässe. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Part und zwar, ihr wundert euch wahrscheinlich, was ist da dieses Teil hier? Ich nenne es jetzt einfach mal Aeroblade, denn ich weiß auch nicht, was man da genau sagt. Und zwar hat das Manthey hier zusätzlich verbaut und das bringt, dass wir hier 2 Grad weniger Flügel fahren können. Bedeutet, wir haben eine höhere VMAX und das macht natürlich schon einen guten Unterschied auf der Rennstrecke. Und das ist schon krass, wenn du dir dieses Ding anschaust, wo du dir eigentlich dich wunderst, ja, was soll das bringen? Das bringt sehr, sehr viel. Genauso, wenn wir jetzt hier nach hinten gehen. Denn wenn wir uns den Serienheckflügel anschauen, vom GT2S, ist das schon eine Ansage. Aber jetzt das Ganze noch mal breiter geworden, hier mit diesen Finnen, das ist krass. Und vor allem hier das aus einem ganzen Teil, wie hier der Flügel einfach noch mal hier diesen Ticken nach oben geht, hier diese Kante dann noch dazu. Und vor allem der Unterschied ist auch, der Flügel serienmäßig ist normalerweise hier an der Motorhaube befestigt. Aber durch das, dass wir hier so viel Anpressdruck haben, kann es passieren, dass das Ding reißt. Denn wir haben hier fast doppelt so viel Abtrieb gegenüber einem Serien GT2S und das ist schon wirklich krass. Denn wir können mal hier das auch kurz aufmachen, denn das ist alles komplett
neu von Manthey. Wir können das nicht mal komplett aufmachen, aber nur mal, dass ihr seht, dass der Flügel ist jetzt hier an der Seite befestigt. Das ist auch komplett neu und wir haben wie so hier nochmal zusätzlichen Wing und das bringt halt natürlich viel Abtrieb, das Ganze. Und dann natürlich auch hier Diffusor komplett aus Carbon und auch ein Riesenunterschied ist das, was hier unten drunter abgeht. Und zwar, wir haben nochmal größere Flaps verbaut, um hier einfach nochmal mehr Abtrieb für das Heck zu generieren. Und von daher, ich würde sagen, Leute, ich wäre natürlich jetzt richtig heiß, das Ding auf der Rennstrecke zu fahren, denn letzten Endes ist das Manthey-Kit hier für die Rennstrecke entwickelt worden. Aber nichtsdestotrotz, wir steigen jetzt ein, wir fahren in die Wüste, denn ich möchte mal schauen, wie schnell geht das Ding hier so vorwärts. Also von daher, jalla, Abfahrt. So Leute, dann sind wir hier in der Wüste angekommen mit dem GT2S Manthey Racing Kit. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was hier so vorwärts geht gegenüber Serie. Wir sind von der Leistung her natürlich gleich geblieben, 700 PS, aber trotzdem, wie kriegt ihr die Leistung auf die Straße? Denn serienmäßig muss man ganz ehrlich sagen, drehen die Dinger schon echt durch, weil sie einfach nicht die Leistung auf die Straße bekommen. Jetzt haben wir natürlich doppelt so viel Anpressdruck hinten als Serie und ich vergleiche generell den GT2S hier mit dem Manthey Racing Kit wie jetzt den AMG GT Black Series mit dem AMG GTR. Einfach das Auto gibt dir noch mal mehr Selbstvertrauen, das Ganze ist deutlich schneller und es ist halt einfach einfacher zum Fahren und das merkst du vor allem mit dem GT Black Series. Das Ding ist so schnell übrigens hier, wir machen hier besser Lifting-System hoch, denn man muss auch dazu sagen, das Auto hier ist vorne 10 mm tiefer gegenüber Serie. Also das ist halt natürlich schon nochmal eine Ansage und vor allem diese Flaps, die wir unten drunter verbaut haben, sind natürlich auch nochmal deutlich größer. Also da kannst du halt schon wirklich easy aufsetzen. Ja, aber ich meine natürlich hier mit dem Manthey Racing Kit, das Ding ist für die Rennstrecke entwickelt worden, vor allem für die Nordschleife und das werden wir jetzt hier auf der Geraden natürlich nicht erfahren. Trotzdem bin ich mal gespannt hier jetzt aus dem ersten Gang raus, zweiter Gang, ob das Ding noch durchdreht, weil das merken wir halt natürlich schon, inwiefern wir hier mehr Anpressdruck haben und deswegen, ich würde sagen, wir machen hier Lifting-System jetzt wieder runter und ja, wir gehen jetzt hier in PDK Sport. Fahrwerk, komm, mach mal hier auch auf Sport das Ganze. Wir lassen jetzt das ESC erstmal alles an und ich würde sagen, wir beginnen hier aus dem ersten Gang und jalla Abfahrt. Okay, er dreht einfach 0,0 durch. Alter, schiebt das Ding vorwärts und es sind direkt 200. Willst du mich verarschen? 250? Alter Schwede. Also das schiebt richtig vorwärts und wir hatten 0,0 Wheelspin im ersten Gang. Man muss natürlich dazu sagen, die Reifen sind jetzt schon warm. Cup-2-Reifen, die brauchen einen Haufen Temperatur. Wir haben natürlich auch noch 37 Grad außen, aber trotzdem, also von mir mit dem GT2RS, das kenne ich nur, dass das Ding durchdreht. Klar, natürlich, wir haben noch mal mehr Leistung bei meinem mit über 800 PS, aber trotzdem, die Dinger drehen normalerweise serienmäßig durch und das ist halt eben das Krasse. Du generierst hier hinten einen Anpressdruck, dass alles vorbei ist. Dann schauen wir mal hier jetzt in der Kurve, Kreisverkehr, wir haben zwar leider keine Rennstrecke, aber trotzdem, was hier so in der Kurve geht und du merkst, das Auto liegt komplett stabil. Wir haben jetzt hier 90 km/h ungefähr drauf. Alter, also krass, wie stabil einfach das liegt. Das würde ich jetzt gerne hier mit dem normalen GT2S machen und mir wird auch irgendwann jetzt gleich schlecht. Alter, also du merkst auch hier hinten jetzt wirklich, wie der Heckflügel arbeitet. Wie der hinten und jetzt hier da raus. Alter. Und dann hier voll drauf. Leute, Mann, echt, hey. Ah, das ist einfach verrückt. Und du merkst da hinten, dieser ganze Sand, wie es den aufwirbelt, einfach. Oh, einfach ein geiles Auto. Einfach ein richtig, richtig geiles Auto. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, also wenn ich hier mit meinem GT2S ein bisschen öfters auf der Rennstrecke unterwegs wäre, das wäre hier schon eine Ansage. Weil ich meine,
mit meinem über 800 PS und jetzt verbaust du hier das Manthey-Kit, wobei du wirklich dazu sagen musst, ich glaube, hier das Manthey-Kit, das funktioniert wirklich am besten, wenn du den Motor, wenn du das serienmäßig lässt, wenn du wirklich mit diesen 700 PS fährst. Also ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt hier die Leistung haben mit über 800 PS, inwiefern das Ganze in Verbindung hier mit dem Manthey-Kit dann funktioniert, aber unfassbar. Das schauen wir jetzt gleich nochmal, was hier nochmal aus dem ersten Gang rausgeht. Wisst ihr was, Leute? Wir machen es so, wir messen das Ding einfach von 0 mit Launch Control. Okay, Leute, dann geht's los. Launch Control und 5000 Touren und los geht's. Alter! Boah. Okay, da dreht er jetzt kurz durch. Das sind direkt 100, 150. Alter, und wie das Ding oben rum, jetzt kommt die Leistung 200, 230, 240. Ja, da wird er jetzt hier ein bisschen unruhig. 270, 280, 290. Alter Schwede. Alter Schwede. Das Ding schiebt sowas von brutal vorwärts. Aber du merkst obenrum, ab 260 merkst du den Flügel. Dass wir einen größeren Flügel haben, Lifting-System wieder zur Vorsicht nach oben. Das merkst du bei 260. Wir haben hier hinten eine größere Frittendicke verbaut. Das Ding ist für die Rennstrecke entwickelt. Und da merkst du, dann nimmt er dir ein bisschen Geschwindigkeit weg. Einfach, wenn du jetzt ein GT2S viel fährst, dann merkst du den Unterschied. Ansonsten, ich meine ganz ehrlich, das Ding schiebt brutal vorwärts. Wir haben jetzt hier 290 gerade drauf gehabt, aber sowas von schnell, also brutal. Vor allem, ich muss dazu sagen, es ist eigentlich so das zweite Mal jetzt, dass ich einen Serien-GT2S fahre, weil sonst kenne ich einen GT2S nur mit meiner Leistung. Und das sind halt einfach nochmal über 100 PS mehr. Vor allem merkst du da dann den Unterschied von 6 auf die 7000 Touren, wie da einfach der Punch nochmal kommt. Wir können mal gerne den Link einblenden für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben. Aber jetzt machen wir nochmal eine Launch Control, denn er hat ein bisschen gerade durchgedreht. Wir haben nämlich, was sind wir hier jetzt gerade gefahren? Wir sind hier 0 auf 100, 3,3 Sekunden. Ja, also das geht auf jeden Fall schnell, aber Alter, 100, 200, 5,5 Sekunden. Also das machen wir hier jetzt nochmal. Und von daher, linker Fuß auf die Bremse, wir gehen in Automatik, erster Gang und Abfahrt. Ja, das sieht besser aus, das sieht gut aus. Das hat sich jetzt schneller angefühlt. Und jetzt kommt wieder, ja, boah, wie das Ding einfach weiter schiebt. Alter Schwede. Hey Leute, also das ist schon ein absolutes Monster hier zum Fahren. So, schauen wir mal, was haben wir jetzt hier hinbekommen? Was ging jetzt hier? 0 auf 100, wie ich es mir dachte, schneller 3 Sekunden. Und alter Schwede, 100, 200, 5,2 Sekunden. Also das ist richtig eine Ansage. Das ist richtig eine Ansage, denn das bin ich serienmäßig wirklich noch nie gefahren. Mit meiner Leistung 810 PS fahre ich 4,7 Sekunden, hier 5,2 Sekunden. Und wenn ich mich nicht ganz irre, fährt ein Serien-GT2S um die 5,3 bis 5,5 Sekunden, gehe ich davon aus. Und vor allem, man muss dazu sagen, Leute, wir haben 37 Grad Außentemperatur. Also, okay, komm. Einen letzten machen wir nochmal. Einen machen wir nochmal 0 auf 100. Jetzt schauen wir mal, ob wir die 3 Sekunden knacken können. Linker Fuß auf die Bremse und los geht's. Ja, er dreht leider ein bisschen durch. Er hat leider jetzt nochmal ein bisschen durchgedreht. Schauen wir mal, was wir hier hinbekommen haben. Der war 3,1 Sekunden. Komm, wir machen nochmal direkt ein. Wir müssen doch jetzt hier unter 3 Sekunden kommen, ohne dass er durchdreht. Nochmal. Und los geht's. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. So, schauen wir mal jetzt. 3,05 Sekunden. Okay, aber egal. Also wir wissen auf jeden Fall, das Ding ist abartig schnell und ich bin mir sicher, wir schaffen hier unter 3 Sekunden. Wir schaffen hier auf jeden Fall unter 3 Sekunden. Also das ist hier schon wirklich brutal. Und du musst auch wirklich sagen, obwohl wir jetzt hier nur auf der Geraden dahin brettern, du merkst auf jeden Fall den Anpressdruck hinten. Einfach, dass er die Leistung noch mal besser auf die Straße bekommt.
Lifting-System wieder hoch. Wir schauen jetzt mal gleich, dass wir hier die eine Kurve ein bisschen schneller nehmen. Aber wie gesagt, das Ding ist halt einfach für die Rennstrecke entwickelt worden. Und ich sage euch eins, Leute, ich wäre jetzt so heiß, damit auf die Rennstrecke zu gehen. Denn damit merkst du dann wirklich den Unterschied zwischen dem normalen GT2 RS. Also man muss wirklich sagen, hier, was Manta hier an Arbeit geleistet hat, ist ultimativ. Denn es sieht nicht nur einfach mega geil aus, wie es viele immer machen, einfach, dass es geil aussieht, aber Funktionalität ist nicht am Start, sondern hier ist wirklich komplette Funktionalität am Start. Und deswegen, natürlich, man muss dazu sagen, das kostet auch hier seinen Preis, denn hier mit den Magnesiumfelgen sind wir hier bei knapp 100.000 € bei dem Umbau und das ist halt natürlich schon eine wirkliche Ansage. Aber trotzdem, für die Leute, die jetzt viel auf der Rennstrecke mit dem GT2 RS unterwegs sind und vor allem auf der Nordschleife, dann lohnt sich hier das Manthey-Kit definitiv. Und ja, von daher, ich würde sagen, wir schalten jetzt hier nochmal in den 5., 4., 3. oder auch in den 2. oder vielleicht auch sogar gleich in den 1. Gang runter. Und dann hoffe ich, Leute, euch hat das Video gefallen und dann machen wir Schluss hier mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Komm, hier ESC und hier komplett aus. Und jetzt reißen wir hier nochmal richtig auf. Also Leute, bis zum nächsten Video wieder. Alter, brauchst du überhaupt nicht das ESC ausmachen, weil das Ding kriegt einfach komplett die ganze Leistung auf die Straße.